Bhatura ist ein indisches Ballonbrot, gibt es im indischen Restaurant, kann man da bestellen und schmeckt sehr lecker. So, ich fange mal an, indem ich mir die Trockenpakete hier schon mal mit Wasser ansetze. Dann kommt hier ein bisschen lauwarmes Wasser dazu und so ein bisschen Zucker mache ich da noch rein. Und zwar, naja, ein bisschen. Vermischt. Das lasse ich jetzt mal ein bisschen stehen. So, kommen wir hierzu. Also, hier kommt noch ein bisschen Grieß dazu. Und zwar nehmen wir da 1, 2, 3, 4, knapp 4 Esslöffel Weichweizengrieß. Schon mal vermengen. So, dann nehmen wir ein bisschen Salz hier rein. Und zwar nehmen wir da 2 Teelöffel. 1 großzügig und dann noch ein bisschen. 2. So, dann 1 Teelöffel oder ein bisschen mehr Kreuzkümmel. 1,5, 2 Teelöffel Kreuzkümmel dazwischen. So. Jetzt machen wir dazu ein paar Esslöffel Joghurt. Und zwar nehmen wir da 1, 2, 3, 4 Esslöffel Joghurt. Das muss reichen. Und ich habe hier Olivenöl. Da nehmen wir dann auch nochmal so 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl. Dann müsste die Hefe hier auch langsam anfangen zu gehen. Und die machen wir jetzt gleich hier rein. Noch ein bisschen Wasser dazu. Und dann wird alles schön durchgeknetet. So. Jetzt muss natürlich so viel Wasser da rein, dass so Teig entsteht. So, wie ich sehe, reicht mein Wasser schon mal nicht. Ich werde noch ein bisschen Wasser dazu nehmen. Das sieht schon besser aus langsam. Kleinen Tick noch dazu. Und dann würde ich sagen, fange ich mal an zu kneten. Das mache ich mit den Händen. Bis jetzt hier raus ein schöner Teig entsteht. Der muss auch schön geknetet werden. Das muss man schon ein paar Minuten machen. Ja, das war schon ziemlich reichlich an Wasser. Ich glaube, das war schon fast zu viel Wasser. Aber das können wir ja ganz einfach mit noch ein bisschen Mehl korrigieren. Das ist kein Problem. Am Anfang klebt der Teig natürlich noch ein bisschen. Das sollte sich dann aber mit der Zeit geben, wenn er gut durchgeknetet ist. Dann sollte er nicht mehr so kleben. Vor allem sollte dann, wenn man hier anfasst,
das alles eine sanfte Masse sein und nicht so körnig und krümelig wirken. Das merkt man dann beim Anfassen. So, nur wie gesagt, ein paar Minuten durchkneten. Das kann ich euch jetzt gerne ersparen. Fässt er sich schon ganz gut an. Mit dem Kneten, das macht sich auf dem Holzbrett hier, glaube ich, ganz gut. Und der Teig ist erstmal soweit fertig. Jetzt packe ich ihn in eine Schüssel hier rein und lassen jetzt vielleicht eine Stunde, halbe Stunde, eine Stunde ein bisschen gehen. Mal gucken, wie schnell das geht. Decken wir ein Tuch rein. Ein bisschen Deckel drauf, damit es nicht austrocknet. Und wenn der Teig dann so ein Stück gegangen ist, dann machen wir weiter. So, der Teig ist schön gegangen. Jetzt holen wir das alles hier raus. So. So, jetzt machen wir uns hier von dem großen Stück, schneiden wir uns jetzt so kleine Stückchen ab. Ich würde die mal auf die Waage packen, sind so 94 Gramm ungefähr. Wie viel kriegen wir denn noch raus? Fast 7, gut 7 Stück noch, 8 Stück. So, und die werden wir uns jetzt hier platt rollen. Und später kommen dann die ins heiße Fett rein, was ich mir gleich auf dem Gasherd anmachen werde. So, die werden so rund ausgerollt. Ein paar Millimeter dick. So, und davon könnten wir uns jetzt schon ein paar machen. Was habe ich gesagt? Hier kommen 7, 8. Also hier können wir auch noch 8 draus machen ungefähr. Das ist einfach. Dann einmal teilen, zweimal, dreimal und dann nochmal. Dann haben wir gleich 8 Stück. Die sind dann etwas leichter als was ich jetzt habe. Die Größe ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das so runde Stücken werden. So, einmal platt drücken. Und einigermaßen flach ausrollen. So, wollen wir mal sehen, ob das schon heiß genug ist jetzt. Blasen steigen auf. Könnte schon sehr gut sein. Ich habe mal jetzt hier noch einen kleineren gemacht. Ungefähr 50 Gramm und der große ist dann so 90 bis 100 Gramm. Mal sehen, wie es aussieht. Und ich lege den jetzt mal rein. So, fangen wir mit dem großen an. Kommt gleich hoch, vielleicht ein bisschen runterdrücken. Ups. Das war jetzt nicht so gut beim ersten Mal. Aber wir haben ja noch ein paar Versuche.
Also wenn das zu schnell braun wird, dann ist das Öl ein bisschen zu heiß, da muss man die Temperatur ein bisschen runterregeln. Das ist genau so eine Sache. Es geht aber mit dem Gas ganz gut zu machen. Also das ist jetzt schon, das ist zu schnell. Okay, das war der erste Versuch. Das war zu schnell. Nächstes nehme ich jetzt einen kleineren. Der kommt schon mal gut. Also eben noch zu schnell. Zu schnell braun. Könnte jetzt wirklich ein bisschen langsamer gehen. So, der ist schon mal schön geworden. So, das war's mal wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!